Angenommen, jeder ist infiziert. USA und Europa erwachen mit steigender Zahl der Todesopfer zur Welt. Live-Updates. Mit US-Generalchirurg Jerry Adams sagte am Montag, dass das Land wahrscheinlich 6-8 Wochen brauchen wird, damit das Virus seinen Lauf nimmt. Wenn die Europäer jemanden für die kontinentweite Verbreitung des neuartigen Coronavirus verantwortlich machen, sollte die Europäische Kommission ganz oben auf dieser Liste stehen. Brüssel hat den Mitgliedstaaten von Anfang an geraten, ihre Grenzen offen zu lassen, und argumentiert, dass Schließungen innerhalb des Schengen-Raums nicht die Antwort sind. Leider wurde die Absurdität dieser Philosophie der offenen Grenzen um jeden Preis endlich aufgedeckt, als Spanien und Frankreich gemeinsam mit Italien eine nationale Sperrung auferlegten und Deutschland, Österreich und Dänemark der Tschechischen Republik Ungarn beitraten, die ihre Grenzschließung ankündigte, vor wenigen Minuten, und Polen, wo Populisten übergroße Herrschaft ausüben, bei der Schließung ihrer Grenzen. Die Tschechische Republik hat sich ebenfalls der Massenquarantänebewegung angeschlossen und einige Städte vollständig abgeriegelt. In einer durchgesickerten Erklärung am Montag hat Brüssel seine Haltung verdoppelt und erklärt, dass Grenzschließungen nicht die Antwort sind, da Frankreich überlegt, seine Grenzen zu schließen, nachdem Deutschland am Sonntag seine Grenzschließungen angekündigt hat. Wobei die Grenzen nicht wirklich geschlossen wurden, sondern lediglich nur kontrolliert werden, und diese weiter mit Ausnahmen passiert werden dürfen. Italiens Nachbarn haben ihre Grenzen zum wörtlichen Krankenmann Europas größtenteils geschlossen. Diejenigen, die ihr Wochenende mit einem letzten Kneipentour verbracht haben, haben vielleicht nicht bemerkt, dass Millionen von Menschen am Montag mit einer grundlegend anderen Situation aufwachen als am Freitag. In den USA wachen mehr als 1 Million Schüler an Schulen in New York City, darunter etwa 100.000 obdachlose Schüler ohne regelmäßigen Zugang zu Unterkünften oder warmen Mahlzeiten, zum ersten von vielen schulfreien Tagen auf. Einige ihrer Eltern bemühen sich um Kinderbetreuung, andere, die wegen der Massenschließungen von Restaurants, Fitnessstudios nur in LA zählen, Nachtclubs, Cafés und unzähligen anderen Schließungen zu Hause geblieben sind, hoffen verzweifelt, dass die Regierung bald die Kontrolle übernimmt. In Italien stehen die Italiener vor einer zweiten Woche der landesweiten Sperrung, während die Bürger in Spanien und Frankreich zum ersten Mal vor diesen Maßnahmen stehen. In Washingtons King County sagte der Exekutivdirektor Do Constantine am späten Sonntagabend, es ist jetzt an der Zeit, dass die Menschen davon ausgehen, dass sie und alle, denen sie begegnen, infiziert sind. Auf den Philippinen, die frühzeitig gegen Besucher aus China vorgegangen sind, haben sich die Infektionen in der vergangenen Woche wiederholt verdoppelt. Laut Rappler hat sich die Regierung am Sonntag darauf vorbereitet, die gesamte Insel Luzon abzusperren. Präsident Duterte sagte zuvor, sein letztendliches Ziel bei den Maßnahmen zur Eindämmung von Viren des Landes sei es, uns vor uns selbst zu retten. An einigen Orten schließen sich Nachbarschaften zusammen, um die Kinderbetreuung zu koordinieren. In anderen Gemeinden wird jedoch weiterhin gefährlich gehortet. In China erweitert die Regierung ihr Vorgehen gegen ausländische Ankünfte, indem sie droht, jeden zu untersuchen und zu bestrafen, der gegen die Regeln für die obligatorische 14-Tage-Quarantäne für ausländische Reisende verstößt, insbesondere diejenigen, die darüber lügen wollen, ob oder nicht sie sind infiziert, heißt es in einem Bloomberg-Bericht. Der weltweite Ausbruch erreichte am Sonntag einen düsteren Meilenstein. Die Zahl der außerhalb Chinas bestätigten Coronavirus-Fälle hat inzwischen die Gesamtzahl auf dem Festland überschritten. Letzte Nacht meldete Chinas NHC 16 neue bestätigte Fälle und verlängerte die Zahl der Infektionszahlen nahe Null auf die zweite Woche. Obwohl nur wenige jemals den chinesischen Daten vertraut haben, besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Ausbruch, der in der Stadt Wuhan begann, jetzt größtenteils unter Kontrolle ist. In der Nähe in Australien erwägt die konservative Regierung unter der Führung von Premierminister Scott Morrison eine zweite Runde wirtschaftlicher Anreize, berichtet Reuters, da Canberra die Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beschleunigt, bei dem inzwischen 5 Menschen im Land getötet wurden. Die Situation in Australien ist besonders besorgniserregend, denn wie der Harvard-Epidemiologe Dr. Eric Feigling berichtet, zurück in den USA versprachen Vizepräsident Pence und der Rest des Coronavirus-Reaktionsteams des Weißen Hauses, nachdem sich mehrere Gouverneure an der Ostküste dem nationalen Notfall angeschlossen hatten, Schulen geschlossen und so weiter. Erneut,
die Tests online zu stellen und bis Ende zu bezahlen die Woche, in der Millionen von Tests und bis zu 2000 Labors im ganzen Land voraussichtlich diese Woche online gehen werden, nachdem die CDC ihre strengen Standards überarbeitet hat, die den Testprozess angeblich mit Bürokratie umgeben haben. Nachdem Trump am Sonntag negativ getestet hatte, schlugen die Medien schnell wieder auf ihn ein, nachdem er während der Pressekonferenz gestern Abend sagte, dass das Virus etwas ist, über das wir eine enorme Kontrolle haben. 5 Gouverneure haben inzwischen Bars und Restaurants geschlossen, darunter Kalifornien, und Bürgermeister in Nashville und New Orleans kündigten ebenfalls Beschränkungen in diesen Städten an. Weitere Städte werden voraussichtlich in den kommenden Tagen beitreten. In Las Vegas haben Wynn-Resorts und MGM ihre Casinos geschlossen. Die Casinos in Massachusetts haben am Wochenende ebenfalls geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt haben mehr als 30 US-Bundesstaaten Schulen geschlossen, von denen viele erst nach 2 Wochen wieder eröffnet werden sollen. Die Schulen in New York City sind bis zum 20. April geschlossen. Bevor wir loslegen, finden Sie hier einige kurze Informationen zum Stand der Epidemie auf der ganzen Welt. Kanada: In Afrika tauchen immer mehr Fälle auf, als Südafrika, das letzte Woche seinen ersten Fall gemeldet hat, damit beginnt, seine Grenzen zu mehreren Nachbarstaaten zu schließen. Brasilien meldet 79 neue Fälle von Coronavirus, insgesamt 200 Fälle, allein in São Paulo 136 Fälle. Ein Twitter-Nutzer wies darauf hin, dass 50% der Coronavirus-Patienten auf der Intensivstation in den Niederlanden, die wie in vielen anderen europäischen Ländern in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fälle verzeichnet hatten, jünger als 50 Jahre sind. In Bayern, dem am stärksten betroffenen deutschen Staat, der Gouverneur hat auch Schulen und Bars geschlossen. Die irische Regierung hat Pubs im ganzen Land geschlossen, pünktlich zum Sankt Düster. Am Montag meldete der Iran 1053 neue Fälle von Coronavirus und 129 neue Todesfälle, wodurch sich die Gesamtzahl der Fälle auf 14.991 und die offizielle Zahl der Todesopfer auf 853 erhöhte. Und zum Schluss möchten wir mit etwas Leichtigkeit aufhören. Assume everyone is infected. US and Europe wake up to world in lockdown as death toll rises. Live updates. Update 0738, U.S. Surgeon General Jerry Adams said Monday that the country will likely need 6-8 weeks for the virus to run its course. If Europeans have anybody to blame for the continent-wide spread of the novel coronavirus, the European Commission should be pretty high on that list. Since the beginning, Brussels has advised member states to leave their borders open, arguing that closures within the Schengen area are not the answer. Unfortunately, the absurdity of this open borders at all costs philosophy has finally been exposed as Spain and France joined Italy in imposing a national lockdown, and Germany, Austria and Denmark joined the Czech Republic, Hungary, which announced its border closure just minutes ago, and Poland, where populists hold outsized sway, in closing their borders. The Czech Republic has also joined in the mass quarantine movement, sealing off some towns entirely. In a leaked statement on Monday, Brussels doubled down on its stance, saying that border closures are not the answer as France mulls shutting its borders after Germany announced its border closures on Sunday. Italy's neighbors have mostly shut their borders with the literal sick man of Europe. Those who spent their weekend on one last bar crawl may not have noticed that millions of people are waking up to a fundamentally different situation on Monday than they saw on Friday. In the US, more than 1 million students in NYC schools, including 100,000 homeless students with no regular access to shelter or hot meals, are waking up to the first of many school-free days. Some of their parents are scrambling to find childcare, others, left at home because of the mass closures of restaurants, gyms, just in LA, concert venues, nightclubs, cafes, plus myriad other closures, are desperately hoping that government check lands soon. In Italy, Italians are heading into a second week of nationwide lockdown, while citizens in Spain and France are facing these measures for the first time. In Washington's King County, Executive Director Dale Constantine said late Sunday night that it's time, right now, for people to assume that they and everyone they meet is infected. In the Philippines, which acted early to bar visitors from China, infections have repeatedly doubled over the past week,
leading the government on Sunday to prepare to lock down the entire island of Luzon, according to the Rappler. President Duterte said earlier that his ultimate goal with the country's virus containment measures is to save ourselves from ourselves. In some places, neighborhoods are banding together to coordinate childcare. Though in other communities, dangerous levels of hoarding continue. In China, the government is expanding its crackdown on foreign arrivals by threatening to probe and punish anyone who violates rules on mandatory 14-day quarantines for foreign travelers arriving in the country, especially those who plan to lie about whether or not they are infected, according to a Bloomberg report. The global outbreak reached a grim milestone on Sunday. The number of coronavirus cases confirmed outside China has now surpassed the mainland total. Last night, China's NHC reported 16 new confirmed cases, extending their streak of near-zero infection figures into its second week. Though few ever trusted the Chinese data, there's now little doubt that the outbreak that originated in the city of Wuhan is now mostly under control. Nearby in Australia, the Conservative government led by PM Scott Morrison is considering a second round of economic stimulus, Reuters reports, as Canberra accelerates efforts to contain the spread of the coronavirus that has now killed 5 people in the country. The situation in Australia is especially concerning, because, as Harvard epidemiologist Dr. Eric Fagleding reports, back in the US, after several governors on the East Coast joined in the national emergency, closing schools etc., VP Pence and the rest of the White House coronavirus response team again promised to have testing online and paid for by the end of the week, with millions of tests and up to 2,000 labs across the country expected to come online this week, now that the CDC has revised its strict standards that allegedly surrounded the testing process with red tape. After Trump tested negative on Sunday, the media was quick to lash out at him again after he said that the virus is something we have tremendous control of during last night's press conference. 5 governors have now closed bars and restaurants, including California, and mayors in Nashville and New Orleans announced restrictions in those cities, too, with more cities expected to join in the coming days. In Las Vegas, Wynn Resorts and MGM closed their casinos. Casinos in Massachusetts also closed over the weekend. At this point, more than 30 U.S. states have closed schools, with many not set to reopen for at least 2 weeks, with schools in NYC closed until April 20th. Before we go, here are a few quick updates on the state of the epidemic around the world. Canada, in Africa, more cases are beginning to crop up as South Africa, which reported its first case last week, begins the process of closing its borders with several neighboring states. Brazil reports 79 new cases of coronavirus, 200 cases in total, with 136 cases in Sao Paulo alone. Offering another jarring stat, one Twitter user pointed out that 50% of coronavirus patients in intensive care in the Netherlands, which has like many other European countries seen cases spike last week, are younger than 50. In Bavaria, the hardest hit German state, the governor has also closed schools and bars. The government of Ireland has shut pubs across the country, just in time for St. Paddy's Day. On Monday, Iran reported 1,053 new cases of coronavirus and 129 new deaths, bringing its total caseload to 14,991, and the official death toll to 853. And finally, we'd like to leave off with a bit of levity.